Die Leute sollten doch da bitte aufstehen. Ich würde sagen, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie mal kurz nach vorne und sagen, dass das Mikrofon immer noch was wieder verstehen kann. Und wenn Sie so Fragen gestellt haben, dann können Sie sich ja wieder setzen. Und jetzt die zwei Leute, Dr. Hohenhorst. Und ja, wollen wir mal sehen, was er uns erzählt. Ja, Herr Klevers, vielen Dank für die Begrüßung. Also mein Name ist Hohenhorst. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Trotz des schönen Wetters. Zum Glück haben wir die Sonne ausgeblendet, sonst hätten wir wahrscheinlich alle keine Lust mehr im Raum zu sitzen. Ja. Ja? Haben Sie mich schlecht verstanden? Geht? Gut. Ja, das Thema Zungenschrittmacher in Anführungsstrichen ist ja das, worüber wir reden wollen. Und wahrscheinlich ist den meisten von Ihnen aus der Presse oder auch aus den Selbsthilfegruppen schon bekannt, dass es da eine Technologie gibt, die vielleicht für diejenigen, die mit der CPAP-Maske nicht klarkommen, eine gute Alternative darstellen könnte. Ich möchte Ihnen dazu ein paar Informationen geben. Im Prinzip geht es darum, dass, das wissen wir ja alle, die Zunge wesentlicher Teil, anatomischer Teil der Atemwegsverlegung bei der obstruktiven Schlafapnoe ist. In etwa 2/3 aller Schlafapnoiker ist die Zunge wesentlich an der Verlegung, an der Obstruktion beteiligt. Die Zunge wird schlaff, fällt nach hinten, der Atemweg ist verlegt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, die Zungenspannung, den Tonus des Zungenmuskels so zu erhöhen, dass die Zunge nicht nach hinten fällt. Und das kann man mit einer Stimulationselektrode machen, die an den wichtigsten Zungennerv angeschlossen wird. Der Schrittmacher selbst, der die Impulse an den Nerv gibt, ist gekoppelt an die Atembewegungen. Es gibt also noch einen Sensor, der zwischen den Rippen die Atembewegungen registriert, dann an den Schrittmacher weiterleitet und der Schrittmacher gibt dann genau zeitgetriggert, sagt man dazu, ein Signal an den Zungennerv. Die Zunge wird sich kontrahieren und der Atemweg bleibt frei. Gesteuert wird das Ding oder eingestellt wird das Ding vom Arzt. Also der stellt ein, wie viel Impulse mit welcher Stärke der Patient benötigt und der Patient selbst kann dann das Gerät zur Nacht ein- und ausschalten. Das sind also die externen Geräte, die dafür noch erforderlich sind. Um Ihnen einen kurzen Einblick in die Anatomie zu geben, habe ich Ihnen dieses Bild hier mitgebracht. Und da sehen Sie an den blauen Pfeilen, dass es Muskeln gibt, die die Zunge nach hinten bewegen. Muss ja auch so sein, wenn wir schlucken, muss die Zunge durchaus auch nach hinten gehen können. Es gibt aber auch, das sind die grünen Muskeln, Anteile in der Zunge, die die Zunge nach vorn bewegen. Und das sind genau die, die wir aktivieren müssen, wenn es in die kritische Phase bei der Atmung in der Schlafapnoe geht. Und wenn Sie sich das Bild hier mal anschauen, dann sehen Sie, das ist der Zungengrund, das ist der Rachenraum, durch den wir atmen müssen. Und hier ist nicht mehr sehr viel Platz. Sie können sich vorstellen, wenn jetzt die Atmung wie durch eine Düse, der Atemstrom beschleunigt sich, hier durchgeht, dann kann das alles ganz zusammenfallen. Wenn man jetzt aber die Zunge in eine Position bringt, wie Sie hier sehen, dann haben wir genug Platz und die Atemwege werden nicht kollabieren. Genau das ist das Prinzip des Schrittmachers. Das ist übrigens auch ein Dia aus einem Video, in dem der Schrittmacher hier aktiviert ist und hier nicht aktiviert ist. Ist die Sache neu? Nein, als Idee ist sie das nicht. Man hat schon vor 15 Jahren darüber nachgedacht, den Unterzungennerv, den Nervus hypoglossus, zu stimulieren, hat das auch in einer Studie in die Praxis umgesetzt. Seinerzeit waren aber
die Eingriffe wesentlich, wir sagen traumatisierender, also größer, schwerer, weil man im Bereich des Brustbeines, den Drucksensor implantiert hat. Und das ist inzwischen, wie Sie gleich sehen werden, wesentlich einfacher geworden. Aber aus diesen frühen Studien haben wir lernen können, zum Ersten, das kann eine Alternative sein, das Prinzip funktioniert. Aufgrund technischer Probleme in der Hard- und Software seinerzeit wurde das Verfahren wieder verlassen, auch weil die Drucksensoren nicht immer so gearbeitet haben, wie sie sollten. Im Laufe der Zeit hat es da Probleme gegeben. Man hat das Verfahren nach der Studie zunächst wieder, ich sag mal, in die Schublade gelegt, aber durch technische Verbesserungen im Inspire 2 System ist es wieder aus dem Schreibtisch in die Klinik gekommen. Wir haben Verbesserungen im Bereich der Elektrode und Leitungskabel. Das sind auch Erfahrungen eingegangen, die aus der Schrittmachertechnologie bei den Herzschrittmachern kommen. Der Drucksensor ist verbessert worden und an einer anderen Stelle implantiert worden und auch die Software, die die Steuerung des ganzen Systems übernimmt, ist besser geworden. In einer weltweiten Studie soll jetzt die Sicherheit und die Wirksamkeit des Verfahrens bewiesen werden. Ich zeige Ihnen kurz, wie das operativ-chirurgisch aussieht. Das ist das Kinn und unterhalb des Unterkieferbogens gibt es in einer Hautfalte, kann man einen kleinen Schnitt machen von etwa 4 bis 5 cm Länge. Wenn das nachher wieder vernäht ist, sieht man da nichts. Das kann man in der Regel in einer Hautfalte machen. Dann gibt es einen zweiten Schnitt, zweites chirurgisches Gebiet unterhalb des Schlüsselbeines, da wo alle anderen Schrittmacher, die Herzschrittmacher, die Sie alle kennen, auch implantiert werden. Und einen weiteren kleinen Schnitt, der muss nicht so lang sein, wie das hier eingezeichnet ist, zwischen den Rippen. Und da wird die Drucksonde implantiert, die registriert den Atemzyklus und dann eben, wie vorhin schon geschildert, die Signale an den Schrittmacher, ans Aggregat gibt, wann der Impuls an den Zungennerv weitergegeben werden soll. Eine wichtige Information ist noch, wenn Sie sich das anschauen, das sieht ja doch recht kompliziert aus, das ist die Innervation, die motorische Innervation der Zunge. Das ist der Unterzungennerv, also der Nervus hypoglossus. Und Sie sehen, dass der viele Verästelungen abgibt. Und all diese Verästelungen gehen an bestimmte Muskelareale. Und vorhin haben Sie ja schon gesehen, es gibt Muskeln, die die Zunge nach hinten ziehen. Das sind vor allem diese hier und diese. Und wenn diese Muskeln nicht innerviert werden, ist das ganze System natürlich viel effektiver. Also muss man sehen, dass man die Elektrode da ansetzt, wo diese Nervenfasern nicht mit in den Stimulationsprozess einbezogen sind. Also wird man die Elektrode distal, also weiter nach außen, peripherwärts, ankoppeln und dann nur die Nervenfasern, die die Zunge nach vorne bringen, stimulieren. Das ist ein Bild aus dem OP-Saal, in dem man hier vielleicht mit etwas Mühe die sehr kleine Elektrode von knapp 1 cm Größe erkennen kann. An dieser Stelle, das ist ein Muskel, der sich relativ wenig bewegt beim Schluckakt. An diesem Muskel wird also dann dieses Kabel noch fixiert, damit es nicht im Wundgebiet bzw. nachher unter dem Kinn flottiert, wird also das fixiert, damit es auch nicht verrutschen kann. Und dann wird die Wunde wieder geschlossen. Das ist ein Bild nicht aus dem OP, sondern aus dem Anatomiesaal. Sie sehen hier die Rippen und zwischen den Rippen wird hier der Drucksensor eingebaut. Das ist natürlich hier ein anatomisches Präparat. Im OP-Saal ist das nur ein ganz kleiner Schnitt. Man kann diese Elektrode zwischen den Muskelschichten, zwischen den Rippen sehr gut einbauen. Das ist chirurgisch relativ simpel.
Bei der Studie, die man jetzt bei der ersten Machbarkeitsstudie, die man durchgeführt hat, hat sich herausgestellt, dass es sogenannte Responder gab, also Patienten, die erfolgreich implantiert wurden. Und das sind die haben also sich im AHI, im RDI und AHI erheblich verbessert. Gibt es also diese Responder-Gruppe und die Non-Responder-Gruppe. Patienten, die nicht profitiert haben. Wenn man genau hinschaut, warum haben die einen profitiert und die anderen nicht? Weil daraus kann man ja lernen, um die Auswahl der Patienten zu verbessern. Dann hat sich herausgestellt, dass diejenigen, die einen besonders hohen AHI und einen besonders hohen BMI hatten, also die besonders übergewichtig waren oder besonders schwere Apnoe hatten, weniger profitiert haben. Also sollte man bei der weiteren Studie darauf verzichten, diese Patienten mit einzubeziehen. Das hat man dann auch gemacht und hat dann gesehen, dass wenn man gleichzeitig noch erfasst, wie die Atemwege zusammenfallen, also dass man ausschließt, dass Patienten, die nicht nur einen hinter der Zunge liegende Enge haben, also Patienten, die, sagen wir mal, konzentrisch von oben nach unten im gesamten Rachenraum aus allen Richtungen ihre Atemwege verengen. Wenn man die auch noch ausschließen kann, dann wird man sehen, wird der Erfolg nochmals größer werden. Es hat eine Subgruppe gegeben, bei der man eben festgestellt hat, dass mit der Differenzierung der Mechanik der Atemwegskollapszustände die Zielgenauigkeit des Verfahrens nochmal erhöht werden kann. Und genau das haben wir dann auch beweisen können. Wenn man all diese Kriterien einbezieht, dann ist die Erfolgsquote außergewöhnlich hoch, sicherlich wesentlich höher noch als die Erfolgsquote eines CPAP-Verfahrens. Allerdings ist dann erforderlich, dass man die Patienten entsprechend differenziert und nur die einbezieht, die diesen Kriterien genügen. Wir haben eben dabei gesehen, wenn man das gegenüberstellt, dass diese große Erfolgsquote mit der entsprechenden Differenzierung der Patienten erreichbar ist. Wenn man ohne Differenzierung der Patienten implantiert, gibt es durchaus eine große Erfolgsquote, aber auch eine recht große Anzahl von Patienten, die nicht profitiert. Wenn man das zusammenfasst, sehen wir, dass die laufende Studie die Wirksamkeit des Prinzips nochmal untermauert und bewiesen hat, dass der Therapieerfolg jedoch abhängig ist von Ort und Art der Obstruktion. Also Ort hinter der Zunge und Art nicht von allen Seiten. Und natürlich auch vom Body Mass Index und der Schwere der Schlafapnoe. Im Rahmen der STAR-Studie, für die jetzt Patienten gesucht werden, sollen 120 Patienten weltweit eingeschlossen werden. Es gibt weltweit 25 Studienzentren, davon 10 in Europa. Eins davon ist eben hier in Wuppertal. Wir implantieren diese Patienten und suchen zurzeit auch geeignete Kandidaten. Der Weg zum Eingang in diese Studie sieht folgendermaßen aus. Es müssen Patienten sein, die ein mittel- bis schwergradiges OSAS haben, mit CPAP nicht zurechtkommen und die keine schweren Begleiterkrankungen und kein hohes Übergewicht haben sollten. Also Patienten mit schweren Begleiterkrankungen, Zuckerkrankheit oder Herzprobleme, die nicht kompensierbar sind, können nicht teilnehmen. Dann wird der Patient gefragt, ob er einverstanden ist, an der Studie teilzunehmen. Ist er das, wird eine Schlaflaboruntersuchung, Polysomnographie durchgeführt. Damit muss die OSA bestätigt werden, auch im Rahmen des Schweregrades. Und es muss ausgeschlossen sein, dass die Patienten keine zentralen Apnoen haben oder nur sehr wenige. Ist das so?
wird die intensive Analyse der oberen Atemwege durchgeführt. Das heißt, der Chirurg schaut sich die Atemwege an, er guckt dem Patienten in den Mund, muss sicherstellen, dass die Nasenatmung einigermaßen in Ordnung ist, und dann wird eine Schlafendoskopie durchgeführt, die sicherstellen soll, wie die Atemwege zusammenfallen bei diesem Patienten, also dass es auch wirklich die Verengung hinter der Zunge ist, die die wesentliche Rolle spielt. Und wenn auch das stimmt, kann der Patient für die Implantation vorgesehen werden. Welche Vorteile bietet das Verfahren? Zunächst mal wissen wir jetzt, dass wir die Erfolgskriterien recht klar definieren können. Wir wissen, wer wahrscheinlich von dem Verfahren profitiert. Dabei hilft uns die medikamentös induzierte Schlafendoskopie. Das ist die Abkürzung für dieses Verfahren, dass man also schaut im künstlich eingeleiteten Schlaf, wie ist die Mechanik im Einzelfall für den Atemwegskollaps. Ein großer Vorteil meiner Ansicht nach ist die Reversibilität. Also das Schlimmste, was eben passiert, wenn es nicht funktioniert, ist, man muss es wieder rausmachen. Schlimme sichtbare Narben bleiben ja nicht zurück. Und das Operationsrisiko ist auch nicht so groß, dass man sagen sollte, damit ist eine große Gefährdung verbunden. Also das ist meiner Ansicht nach ein großer Pluspunkt gegenüber allen anderen chirurgischen Verfahren, bei denen ja entweder Gewebe entfernt oder verlagert wird. Und all diese... Bitte? Ja, bei denen ja alle entweder Gewebe entfernt wird oder Gewebe verlagert wird. Und das ist ja in der Regel nicht rückgängig zu machen. Also ein meiner Ansicht nach sehr großer Vorteil. Wir wissen von den Patienten, die wir implantiert haben, dass eine hervorragende Alltagsverträglichkeit damit verbunden ist. Der Patient merkt tagsüber nicht, dass er den Schrittmacher hat. Ja, und auch in der Nacht gewöhnt er sich sehr schnell daran, empfindet es nicht als störend. Anfangs beschreibt er vielleicht ein leichtes Kribbeln, wenn der Schrittmacher aktiviert wird, aber am Schlaf hindert der Schrittmacher nicht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und die wichtigste Information. Ja, die Stimulationssignale des Schrittmachers, das ist eine häufige Frage, wecken den Patienten nicht auf. Dazu muss das gut eingestellt sein. Der Arzt muss im Schlaflabor schon darauf Acht geben, dass der Schrittmacher für jeden Patienten individuell optimal eingestellt wird. Wir wissen, dass es ein lang anhaltender Therapieeffekt ist. Also es ist nicht so, dass der Muskel irgendwann ermüdet oder sich daran gewöhnt, dass er immer wieder elektrische Impulse kriegt, sondern auf diese Impulse reagiert er kontinuierlich, ohne zu ermüden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und die eingesetzten Technologien, was den Schrittmacher angeht, sind sehr bewährt, und die Firma, die das Gerät herstellt, hat eben jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Herzschrittmachern, sodass also viele technische Probleme schon von vornherein gelöst waren. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein Video zeigen von einem Patienten, den wir implantiert haben. Das ist der Patient ohne Stimulation. Man sieht, dass die Zunge nach vorn kommt, durchaus auch etwas, dass die Seitenwände beteiligt sind, aber entscheidender Punkt war das Zurücksinken der Zunge, und unter Stimulation sehen Sie, wie weit der Atemweg bleibt, wie frei der Patient atmen kann. Die Zunge sinkt nicht zurück, der Atemweg bleibt wunderbar frei. Gut, mit diesem Bild möchte ich schließen und stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wer hat Fragen?